Koch und Couleur. Gerade eben bin ich mit einer neuen Tasche fertig geworden. Große Tasche, gearbeitet aus unseren tollen Materialien Couleurtex Pop Art, Couleurtex Uni, Korktaschengriffe passend dran. Das ist ein ganz stabiles Teil für große Markteinkäufe oder hohe Lasten zu tragen. Kaminholztasche, irgendwas in dieser Art. Wie die Tasche gearbeitet wird, zeige ich euch jetzt gleich. Also schaut zu, macht mit. So, was brauchen wir für diesen Shopper? Wir arbeiten ausschließlich mit Couleurtex und Taschenriemen aus Korkleder. Ich brauche für diese Tasche eine ganze Rolle Couleurtex mit der Abmessung 150 x 50 cm, dann 2 Bogen Couleurtex Pop Art und einen weiteren Zuschnitt in 50 x 50 cm in unifarbenem Couleurtex. Alle diese Farben könnt ihr euch passend zusammenstellen in unserem Shop. Da gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Pop Art Designs und eben den Unis. Die Tasche bekommt einen stabilen Griff. Passend zum Couleurtex bieten wir im Shop unsere Korktaschengriffe an in verschiedenen Längen und Breiten. Hier habe ich jetzt mal eine farbliche Auswahl zurechtgelegt und werde mich aber ganz zum Schluss entscheiden, wenn die Tasche fertig genäht ist, welche Farbe am besten dazu passt. Für die Innentasche habe ich das Couleurtex ausgepackt, heiß gebügelt, damit es schön glatt ist. Und wie für die Außentasche dieselbe Anzahl Zuschnitte geschnitten. Das heißt für den Boden 2 x 50 auf 25 und für die Seitenteile 2 x 50 auf 50. Jetzt haben wir alles fertig geschnitten, um mit dem Nähen anzufangen. Das Hauptmerkmal dieser Tasche ist natürlich das Couleurtex Pop Art mit seinem farbstarken Design, und um das noch besser in Szene zu setzen, mixe ich jetzt die Zuschnitte untereinander und ordne das Uni, das rote Uni der Außentasche zum Couleurtex Pop Art zu, und alle restlichen Teile bilden dann die Innentasche. Bevor nun der Taschenboden an das Couleurtex Pop Art angelegt wird, muss man darauf achten, dass das Pop Art auch in die richtige Richtung zeigt. Gegebenenfalls dreht ihr es einfach, und wenn das dann so stimmt, kann der Taschenboden angebracht werden. Der Taschenboden wird rechts auf das Couleurtex Pop Art gelegt, dabei darauf achten, dass man kantenbündig ansetzt. Couleurtex wird nicht mit Stecknadeln gesteckt, da es uns Löcher hinterlässt. Deswegen arbeite ich nur mit Wanderclips und halte das Material damit zusammen. Ich nähe jetzt den Taschenboden an. Dazu habe ich meinen Geradstichfuß montiert, eine Geradstichlänge von 2,8 mm gewählt. Am Anfang vernähe ich die Naht gut mit einigen Vor- und Rückwärtsstichen. Eine Nahtzugabe von 1 cm müsst ihr einhalten. Und näht dann Stück für Stück weiter. Noch ein kleiner Tipp von mir, damit so Material, was relativ komplex und stabil ist, trotz Wanderclips nicht verrutscht, könnt ihr auch so nähen, ein Stück weiter nähen und den Wanderclip verschieben. So verrutscht euch nichts. Und ganz am Ende vernäht ihr wieder. Damit die Bodennaht einen tollen optischen Ansatz bekommt und auch zur besseren Haltbarkeit der Naht, schlage ich das angenähte Bodenteil jetzt um. Ihr seht schon, hier entsteht jetzt eine dickere Wulst, und die kann ich entweder mit einem Bleistift oder, wenn ihr zur Hand habt, mit einem Falzbeil glatt streichen, und dann nähe ich das jetzt gleich knappkantig mit der Nähmaschine ab. Ich nähe jetzt das
umgeschlagene Bodenteil nochmal fest. Das gibt mehr oder weniger eine Dekonaht. Dazu verwende ich ein dickeres Garn und auf jeden Fall mindestens eine 3 mm Stichlänge. Ihr könnt auch 3,2 oder 3,5 mm Stichlänge nehmen. Beide Seitenteile für die Außentasche sind jetzt fertig zusammengenäht. Als nächstes legen wir die wieder rechts auf rechts zusammen. Dabei ist wichtig, dass die angenähten Bodenteile exakt zusammengesteckt werden auf beiden Seiten. So. Und jetzt zeichnen wir uns die Bodenecken an. Als nächstes kümmern wir uns um die Taschenbodenecken. Dazu markiere ich mir einen Ausschnitt am angenähten Taschenboden von 9 x 9 cm. Hier sichere ich das Ganze nochmal mit Wonderclips und schneide es dann mit der Schere aus. So langsam wird das Ganze eine sperrige und große Angelegenheit, aber es ist wirklich gut zu bewältigen. Ich habe zwar jetzt eine große Bernina, aber auch mit den kleinen Berninas lassen sich die Taschen super nähen. Ich habe alles nochmal zusammengesteckt, Seitenkanten, Bodenkanten und beginne jetzt die erste Seitenkante zusammenzunähen. Wichtig ist, dass die ausgeschnittene Bodenecke nicht zugenäht wird, ja, sonst können wir die hinterher nicht falten. Und auch wichtig ist, dass diese zusammenfallenden dicken Nahtzugaben, dass man da zweimal drüber geht, dass die gut gesichert sind. So, auf die gleiche Art und Weise ist auch das Taschenfutter entstanden. Die Innentasche wird nicht verstürzt, die bleibt so. So, jetzt kommt wirklich der schwierigste Teil der Tasche, aber wenn das geschafft ist, dann ist alles gut. Ich muss die ganze Tasche, das Material ist eben sehr stabil, ich muss die ganze Tasche jetzt erstmal ein bisschen in Form bringen, ausformen und dann so weit falten, dass ich die Bodenecken abnähen kann. Das heißt, ich gehe hier unten in diesen Teil mit der Hand rein und drücke die Innennaht von beiden Seiten flach. So, jetzt drücke ich den Taschenboden, hier seht ihr schon, wie der entsteht, nach unten. Und je weiter ich den nach unten drücke, bilden sich hier außen die zwei neuen Dreiecke. Die Nahtzugaben liegen einmal nach rechts, einmal nach links, dass sie nachher beim Nähen nicht zu dick werden. Und nun falte ich das Couleurtex des Taschenbodens auf beiden Seiten schon mal kantig. Die vorgefalteten Bodenecken lege ich nun aufeinander. Und drücke die ganze Tasche einmal nochmal in Form, damit sie sich nachher gut abnähen lässt. Jetzt drehe ich den Bogen zu mir und falte ihn wieder auf. Und stecke mit Wonderclips die erste Seite gut fest. Kippe das Ganze wieder um. Und stecke auch die zweite Seite gut fest. So, der Anschiebefisch an der Nähmaschine bleibt am besten dran, damit ihr eine gute Auflage habt und auch mit der Hand das Material gut führen könnt. Und dann näht ihr den Taschenboden mit 1 cm Nahtzugabe ab.
Also, jetzt wenden wir die Tasche. Es wird jetzt wirklich noch mal ein bisschen knifflig und es braucht auch ein wenig Kraft. Aber keine Angst, zum einen, es geht nichts kaputt und dieses Wenden und Kneten und Zerknautschen vom Material ist eigentlich das Charakteristische für Couleur-Tex, denn durch diese Knautschoptik bekommt es eben diesen tollen Lederlook. Also fangen wir an. Ihr greift mit dem Arm in die Tasche rein und achtet bitte darauf, dass eine Papierkante in eurer Armbeuge oder Achsel steckt und ihr nicht diese Nahtkante unter der Achsel habt. Da kommt jetzt ordentlich Druck drauf. Dann fasst ihr unten hinein und drückt das Material mit viel Kraft nach innen. Der entscheidende Schritt ist schon passiert. Wichtig ist, dass ihr, bevor ihr den Rest der Tasche dreht, den oberen Teil, den Taschenboden und die Bodenecken gut ausarbeitet. Ja? Alle 4 Seiten und dann kann man den Rest des Oberteils nach oben schieben und dann ist es fertig. Das Ding ist gedreht, das Schlimmste ist rum, sieht auch schon nach Tasche aus und ihr seht, wie toll sich das Material jetzt durch dieses Knautschen verändert hat. Es hat einen ganz anderen Look bekommen. So, beide Taschen sind fertig, die Innentasche, Taschenfutter und die Außentasche. Ihr habt gemerkt, es braucht viel Kraft beim Verstürzen. Wer das Ganze sich etwas einfacher machen möchte, gibt eventuell auch noch mal einen anderen Look, ist, dass das ganze Material, das fertig zugeschnittene Material vorm Zusammennähen einmal gut geknetet und dann wieder mit Dampf gebügelt wird, dann ist es insgesamt weicher und besser zu verarbeiten. So, als nächstes schiebe ich die Innentasche in die äußere Tasche hinein. Die Tasche ist in der Außentasche drin. Es ist gewollt, dass es einen Größenüberschuss von einem knappen Zentimeter gibt. Das ist einfach ein offener Rand hinterher. Jetzt stecke ich beide Teile rundherum wieder mit Wanderclips zusammen. So, bald ist die Tasche fertig, es dauert nicht mehr lange. Den oberen Rand schließe ich jetzt mit einem 3 mm Geradstich. Um die Taschengriffe zu positionieren, nehme ich einmal die Mitte der gesamten Breite der Tasche, ja, und stecke mir gerade in die Mitte die 2 Wanderclips. Dann messe ich von der Mitte aus 6 cm zur Innenkante des Taschengriffs und markiere mir hier den Anschlag. Annähen von Taschengriffen ist immer so eine Geschichte. Normalerweise dreht man die Tasche dann im Nähbereich und durch den Nähbereich durch, um eben den rechten Winkel auch des Taschengriffs zu treffen. Das funktioniert hier überhaupt gar nicht, die Tasche ist viel zu komplex dazu. Ich habe mir für die Tasche eben auch überlegt, den Taschengriff in einer bestimmten verratzten Technik anzunähen. Das heißt, ich nähe vorwärts und rückwärts und das Ganze leicht schräg versetzt. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Jetzt. Ihr seht jetzt hier, wie schräg versetzt die Nähte sind. Sie sind sehr, sehr haltbar, da reißt auch gar nichts aus. Erster Taschengriff ist dran, ich drehe jetzt gleich die Tasche um, nähe den zweiten Taschengriff dran und dann ist sie fertig.